Du stehst im Supermarkt vor dem riesigen Kühlregal mit den Eiern. Auf der einen Seite siehst du die makellos weißen Eier in einer absolut perfekten, sauberen Reihe. Direkt daneben stehen die braunen Eier, die oft in einer rustikalen Verpackung stecken und fast immer deutlich teurer sind als die weißen. Vielleicht hat dir irgendjemand im Laufe deines Lebens erzählt, dass diese braunen Eier viel gesünder, natürlicher oder qualitativ hochwertiger sind. Millionen von Menschen bezahlen jeden Tag bereitwillig diesen teuren Aufpreis, weil sie fest an diesen Mythos glauben. Aber das ist ein massiver Irrtum und eine der erfolgreichsten psychologischen Täuschungen der Lebensmittelindustrie. Die braune Farbe auf der harten Schale hat absolut nichts mit der Gesundheit des Tieres oder mit besseren Nährwerten zu tun. Wenn du den teuren Aufpreis an der Kasse bezahlst, kaufst du in Wahrheit kein Premium-Produkt, sondern du finanzierst lediglich den gewaltigen Appetit eines sehr großen Vogels. Willkommen beim Kern der Dinge. Wir analysieren heute, warum die Farbe eines Eies reine Genetik ist und wie geschicktes Marketing unser menschliches Gehirn im Supermarkt gnadenlos austrickst. Wir klären, warum extrem junge Hühner die dicksten Schalen produzieren und welche geheimen biologischen Pigmente aus dem Blut das Ei im letzten Moment bemalen. Wenn du die perfekten Illusionen der Werbung durchschauen willst, dann abonniere jetzt diesen Kanal. Um das Rätsel der Schale zu lösen, müssen wir uns die Biologie des Huhns genau ansehen. Der Unterschied zwischen einem weißen und einem braunen Ei ist extrem simpel und beruht ausschließlich auf der genetischen Rasse des Tieres. Hühner, die weiße Federn und weiße Ohrlappen besitzen, legen fast ausnahmslos rein weiße Eier. Hühner mit roten oder braunen Federn und roten Ohrlappen produzieren in der Regel braune Eier. Das ist bereits das gesamte und unspektakuläre Geheimnis. Es gibt absolut kein magisches Gen, das den braunen Eiern einen besseren Geschmack oder mehr Vitamine verleiht. Die Farbe der Schale ist ein völlig unbeeinflussbares biologisches Nebenprodukt der tierischen Genetik. Aber wenn diese Eier im Inneren absolut identisch sind, warum verlangt der Supermarkt dann deutlich mehr Geld für die braune Variante? Der wahre Grund liegt tief in der Landwirtschaft und in den reinen Kosten für das tägliche Futter begründet. Die Hühnerrassen, die braune Eier legen, sind körperlich deutlich größer und schwerer als ihre zierlichen weißen Artgenossen. Ein größerer Vogel benötigt logischerweise jeden Tag eine viel größere Menge an Getreide und Wasser, um gesund zu bleiben und Eier zu produzieren. Diese massiven zusätzlichen Futterkosten gibt der Landwirt am Ende der Kette direkt an den Endkunden weiter. Du bezahlst also nicht für ein gesünderes Ei, sondern schlichtweg für ein Huhn, das deutlich mehr frisst. Zusätzlich spielt die Industrie sehr gerne mit unserer menschlichen Psychologie, um diesen Preis zu rechtfertigen. Braune Eier werden in der Werbung extrem oft als die natürlichere oder biologischere Option dargestellt. Wir Menschen assoziieren erdige, dunkle Töne unterbewusst sofort mit gesundem Essen aus der unberührten Natur. Es ist exakt derselbe clevere psychologische Trick, durch den wir glauben, dass ein Laib Brot automatisch gesünder ist, wenn er in braunes, grobes Papier gewickelt wird. Aber wenn Wissenschaftler diese beiden Eier in einem strengen Labor untersuchen, finden sie absolut identische Nährwerte. Beide Eier enthalten etwa 70 Kalorien, exakt 6 Gramm reines Protein und knapp 5 Gramm Fett. Die Farbe der harten Schale verändert diese chemischen Zahlen nicht um den winzigsten Bruchteil. Viele Menschen schwören jedoch ernsthaft darauf, dass sie den Unterschied zwischen den Farben deutlich schmecken können. Aber strenge, blinde Geschmackstests haben dieses Gerücht schon unzählige Male komplett widerlegt. Der Geschmack eines Eies wird absolut niemals von seiner Farbe bestimmt, sondern ausschließlich von seiner Frische und von der Nahrung des Huhns. Auch die Farbe des inneren Dotters hat absolut nichts mit der äußeren Schale zu tun. Wenn der Landwirt dem Huhn spezielles Futter mit vielen gelben Pigmenten wie Ringelblumen gibt, wird der Dotter extrem tief und kräftig orange. Ein weiterer hartnäckiger Mythos behauptet, dass braune Eier eine viel dickere und stabilere Schale besitzen. Die architektonische Stärke der Schale hängt einzig und allein vom Alter der Henne ab. Sehr junge Hennen produzieren extrem dicke, harte Schalen, während ältere Hennen deutlich dünnere und zerbrechlichere Schalen legen. Aber woher kommt diese braune Farbe dann rein physikalisch, wenn das Ei in seiner frühen Entstehung doch eigentlich immer weiß startet? Die Schale wird während ihrer Entstehung im Körper des Huhns durch spezielle biologische Pigmente eingefärbt. Bei den braunen Eiern stammt diese Farbe von einem speziellen Pigment namens Protoporphyrin. Dieses besondere Pigment wird direkt aus dem Hämoglobin im Blut des Huhns gewonnen und im allerletzten Moment auf die fertige Schale aufgetragen. Es funktioniert im Grunde wie eine winzige biologische Lackiererei tief im Inneren des Tieres.
Die ewig lange Debatte zwischen weißen und braunen Eiern ist also ein völlig künstlicher Konflikt, der von reinen Mythen am Leben gehalten wird. Die Farbe der Schale ist eine reine Laune der Genetik und sagt absolut nichts über die Qualität, die Nährwerte oder den Geschmack aus. Die einzigen wahren Qualitätsmerkmale sind die absolute Frische des Eies und die Art, wie das Tier auf dem Bauernhof gehalten und gefüttert wurde. Wenn du also das nächste Mal vor dem Regal im Supermarkt stehst, kannst du deine Entscheidung mit absolutem Wissen und völlig ohne falsche Illusionen treffen.